Nur noch wenige Tage, bis ich nach Namibia fliege. Ob ich schon aufgeregt bin? Ich bin Ellie und darf dieses Jahr für Team Deutschland an der internationalen GS Trophy 2024 in Namibia teilnehmen. Und was das bedeutet, erzähle ich euch jetzt. Die International GS Trophy oder auch auf Deutsch GS Trophy ist ein Offroad-Wettbewerb von BMW Motorrad, der alle 2 Jahre in einem anderen Land ausgetragen wird. Dieses Jahr ist es Namibia. Namibia will be hosting the 2024 event and welcomes enduro enthusiasts with mind-blowing landscapes, exotic wildlife and rich culture. Der Wettbewerb richtet sich hauptsächlich an Amateurfahrer und, wie der Name schon verraten lässt, an GS-Fahrer. Es nehmen mehrere Länder an diesem Wettbewerb teil. In diesem Jahr sind es zum Beispiel 16 verschiedene Länderteams. Viele vergleichen die Trophy immer mit einer Rallye, aber das Konzept unterscheidet sich ein bisschen. Also natürlich dreht es sich bei der Trophy auch ums Offroad-Fahren. Wir legen auch große Etappen von bis zu 250 Kilometer Offroad am Tag zurück, aber tatsächlich wird man gar nicht auf diesen Etappen bewertet. Also es geht gar nicht darum, wie schnell oder wie weit du mit der GS Offroad fahren kannst oder wie gut du navigieren kannst, sondern es kommt tatsächlich auf die Special Stages an. Und davon gibt es pro Tag 2 bis 3 Stück. Das sind solche Sonderprüfungen, in denen unter anderem deine Geschicklichkeit, deine Schrauberkenntnisse oder vielleicht auch mal deine Offroad-Fähigkeiten gefragt sind. Die Strecke selbst kennst du als Teilnehmer nicht. Du fährst während dieser Tagesetappen einem sogenannten Marshal, also einem Guide, hinterher. Wichtig ist auch zu wissen, dass die Trophy eine Teamveranstaltung ist. Das heißt, es gibt keine Einzelwertung. Du musst zusammen mit deinem Team für dein Land kämpfen und Punkte sammeln, eben in diesen Special Stages, in diesen Sonderprüfungen. Und es kommt am Ende nur auf die Teamleistung an. Die Teilnahme ist einmalig. Du kannst nur ein einziges Mal in deinem Leben an der Trophy teilnehmen. Die Trophy ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Erlebnis und der Traum vieler GS-Fahrer. Aber natürlich nicht zu unterschätzen. Endurance, team spirit, fitness, and top-notch riding skills will once again prove to be the essential components for conquering the adventurous off-road terrain of Namibia. Bei der Trophy campt man als Teilnehmer und muss sein Zelt jeden Tag selbst auf- und abbauen und natürlich in einem fremden Land unter einer fremden Sprache mit ganz vielen neuen, aber auch spannenden Eindrücken zurechtkommen. Eine Woche Hard Offroad fahren, unter anderem bei uns in der sengenden Hitze Namibias. Das wird eine Herausforderung. Um an der internationalen GS Trophy teilnehmen zu können, musst du dich in deinem jeweiligen Land in einem nationalen Qualifier qualifizieren. Du kannst dir den Startplatz nicht kaufen. Stellvertretend für das deutsche Qualifier kann ich sagen, dass es in den Reglements vorgesehen ist, dass du nicht im Besitz einer Rennlizenz bist und auch kein zertifizierter Offroad-Instruktor bist, denn wie vorhin erwähnt, richtet sich die Trophy an Amateurfahrer. Du musst im Besitz eines BMW Motorrades sein und mit einem BMW GS-Modell an diesem jeweiligen Qualifier teilnehmen. In den letzten Jahren war es immer so, dass man sich für das deutsche Qualifier mit einem Bewerbungsvideo bewerben musste, welches maximal 30 Sekunden lang sein durfte. Was du in diesem Bewerbungsvideo zeigst oder sagst, ist dir komplett selber überlassen. Manche Leute haben ihre fahrerischen Fähigkeiten gezeigt. Andere haben einfach nur erzählt, warum sie die Richtigen für Team Germany für die nächste Trophy sind. Auf meiner GS drehe ich fleißig Kreise. Für die GS Trophy unterbreche ich sogar meine Weltreise. Nach dem Bewerbungsverfahren werden dann 40 Männer und 10 Frauen zum nationalen Qualifier in Deutschland eingeladen. In den letzten Jahren war dieses beim Enduro Action Team bei Meltewitz. Das letzte Qualifier war unter anderem in 2 Tage aufgeteilt, an denen du mit einer kleinen Gruppe verschiedene Sonderprüfungen lösen musstest, die dann bewertet wurden. Im letzten Qualifier waren das ungefähr 7 Prüfungen pro Tag, also insgesamt 14 Prüfungen. Es wurde alles Mögliche abgefragt, von technischen Kenntnissen bis hin zu Geschicklichkeitsparcours oder auch Schnelligkeitsparcours, die Offroad zu bewältigen waren. Am Ende der 2 Tage kommen dann die besten 6 Männer und die besten 4 Frauen in den Final Ride und der setzt nochmal alles auf 0. Wortwörtlich, denn im Final Ride werden alle deine Punkte, die du bis dorthin gesammelt hast, auf 0 gesetzt und es zählt nur noch deine Leistung in diesem finalen Parcours. Und der Parcours selbst ist vom BMW Motorrad zentral vorgegeben. Das heißt, der kann unter Umständen auch abweichen von dem, was du in den letzten 2 Tagen gemacht hast. Der Druck im Final Ride ist dann nochmal ein ganz anderer, denn plötzlich fährst du nicht mehr nur für dich und deiner kleinen Gruppe, sondern fährst vor allen Teilnehmern, die genau auf das gucken, was du tust und vor mehreren BMW Motorradoffiziellen, die nicht nur mit einem Klemmbrett zum Punkteschreiben hinterherrennen, sondern auch mit mehreren Kameras, denn am Ende muss sich ganz genau entscheiden, wer Team Germany wird. Am Ende des Final Rides haben dann die besten 3 Männer gewonnen und die besten 2 Frauen und bilden das Team Germany. An der Stelle nicht falsch verstehen, es gibt manche Länder, die ein Männer- und ein Frauenteam stellen. Das sind aber nicht alle Länder. Und die Teams fahren in der Trophy selbst, also auch wir in Namibia, getrennt voneinander. Die Wertung wird zwischen Männern und Frauen aufgeteilt. Also ein Männerteam besteht aus 3 Männern und ein Frauenteam aus 2 Frauen. Und dann gibt es nochmal eine Besonderheit für die Frauen.
Denn die Männer, die in diesem nationalen Qualifier hervorgehen, dürfen sich schon final über ihr Flugticket zur nächsten Trophy freuen. Bei den Frauen ist das etwas komplizierter. Wie schon erwähnt, dürfen nicht alle Frauenteams final nach Namibia fahren. In unserem Fall waren das 14 Frauenteams, die aus nationalen Qualifiern hervorgingen, aber es gab nur 6 Startplätze für Frauen in Namibia, weshalb es Anfang Januar diesen Jahres nochmal ein internationales Frauenqualifier in Andalusien gab. Dort sind dann alle 14 Frauenteams mit je 2 Frauen eingeflogen und haben in nochmal 2 Tagen, also es war relativ ähnlich zu unserem deutschen nationalen Qualifier, um die besten 6 Plätze gekämpft und durften dann erst final ihr Flugticket für Namibia in den Händen halten. Jetzt fragt sich sicherlich der eine oder andere von euch, was es mit dieser Maschine auf sich hat. Und nein, es ist nicht das Motorrad, welches wir in Namibia fahren werden, obwohl wir auch in Namibia auf der R1300 GS an der Trophy teilnehmen werden. Tatsächlich ist das nochmal etwas komplexer. Ich habe ja schon gesagt, dass es mehrere Länder gibt, die an der Trophy teilnehmen und die dann eben ihr eigenes Länderteam stellen. Und tatsächlich obliegt es den einzelnen Ländern, ob und wie sehr sie ihr Trophy-Team auf der Trophy-Vorbereitung unterstützen. Und tatsächlich haben wir hier das Glück, dass uns BMW Motorrad Deutschland als deutsches GS Trophy-Team tatkräftig unterstützt. Unter anderem habe nicht nur ich, sondern das gesamte GS Trophy-Team, also alle 3 Männer und auch meine Teamkollegen, ein Übungsmotorrad zur Verfügung gestellt bekommen, eine R1300 GS, so wie wir sie auch in Namibia fahren werden, damit wir uns bestmöglich auf das Motorrad einstellen können. Wir wurden mit Kleidung ausgestattet zum Üben und es wurde uns auch ermöglicht, an verschiedenen Offroad-Trainings teilzunehmen, um unsere Fähigkeiten nochmal zu verbessern. Und an der Stelle möchte ich auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön sagen an BMW Motorrad Deutschland. Das ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Nicht jedes Land unterstützt seine Trophy-Teilnehmer so, wie es Deutschland tut. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und dass ich jetzt aber hier gerade in Deutschland auf einem Trophy-Übungsmotorrad sitze, ist nochmal was ganz Besonderes. Denn eigentlich bin ich seit 2021 mit meinem Mann Norman zusammen auf einer Weltreise auf 2 BMW F800 GS. Als BMW Motorrad damals veröffentlicht hat, wo die nächste Trophy 2024 hingeht, waren wir gerade in Mexiko. Und es hat nicht lange gedauert, bis ich gesagt habe, okay, ich habe richtig Lust, ich möchte an der GS Trophy teilnehmen. Und obwohl das ja eigentlich das Unvernünftigste ist, was man in dieser Situation vielleicht machen kann, einfach auf einer Weltreise alles stehen und liegen lassen, die Motorräder zurücklassen und ein Flugticket nach Deutschland buchen, um an einem Qualifier teilzunehmen, bei dem man sich ja nicht mal sicher ist, ob man überhaupt gewinnt, haben wir es trotzdem gemacht und ja, was soll ich sagen, ich konnte das nationale Qualifier für mich entscheiden und konnte auch zusammen mit meiner Teamkollegin Marion dieses Jahr beim internationalen Frauenqualifier unter die besten 6 Frauenteams kommen und darf jetzt final in wenigen Tagen nach Namibia fliegen, um diesen Lebenstraum zu leben, um die GS Trophy für Team Deutschland mitfahren zu können, auf so einem coolen Motorrad. Ich finde das unglaublich geil, es ist ein Lebenstraum, natürlich neben meinem anderen Lebenstraum mit meinem eigenen Motorrad um die Welt zu fahren. Und der ist noch nicht vorbei, denn nach der Trophy geht es weiter für mich. Ich werde wieder zusammen mit meinem Mann rüber in die USA fliegen, dort auf mein altes Motorrad mich setzen und weiterfahren Richtung Südamerika. Die letzten Tage bis zur Trophy werde ich ruhig angehen. Die höchste Priorität ist es jetzt gerade, mich nicht mehr zu verletzen. Aber natürlich habe ich im vergangenen Jahr fleißig trainiert und auch in diesem Jahr nochmal richtig versucht, an fahrerischem Können zuzulegen. Und ich möchte euch zeigen, was für Skills ich für die Trophy wichtig halte und was für Skills ich speziell jetzt im vergangenen Jahr trainiert habe. Wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst doch einfach mal ein Follow da. Mein Puschel. Und wenn ihr mehr von der GS Trophy sehen wollt, dann lohnt es sich, ab 12. September bei allen BMW Motorrad Social Media Kanälen vorbeizuschauen und nach dem Team Deutschland Ausschau zu halten.